Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Und zwar wollen wir uns heute mal angucken, wie viel drastischer, stärker die Monster in K'Ehlun sind versus Open World, beziehungsweise jetzt im aktuellen Beispiel Herneos, weil die tatsächliche Levelüberschneidung existiert für vor allem den Herneos Dungeon. Das bedeutet, man kann es eigentlich auch wirklich nur damit vergleichen. Der Herneos Dungeon ist zwar technisch gesehen irgendwie nicht so richtig Open World, was ja auch irgendwie ein Dungeon ist, aber naja, es ist das nächstliegende und die höchsten Monster, das nächstliegende Beispiel, das man hierher ziehen kann. Und ich meine, es ist offensichtlich, dass die K'Ehlun-Monster wesentlich stärker sind. Das weiß, denke ich, jeder. Ich fand damals, der Herneos Dungeon war eigentlich schon relativ stark. Und das Krasse ist halt, dass die K'Ehlun-Monster immer noch stärker werden. Also der Startfaktor in K'Ehlun ist schon wesentlich viel höher als in Herneos. Und dann werden sie noch stärker. Aber darüber können wir am Ende noch reden. Jetzt wollen wir uns einfach mal ganz kurz die Daten angucken, dann zeige ich es noch in-game. Also das sind jetzt hier die Zahlen, die sind immer so ein bisschen vage, weil, ich meine, was bedeutet Attack, bla 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 bla. Ist immer besser, man sieht es dann einfach nochmal in-game, was es tatsächlich an Schaden ausmacht. Wir haben hier die Dread Scales, Level 162, und die niedrigsten Monster in K'Ehlun sind die Small Hundur Sharpfoot, die sind ebenfalls 162, die sind also auf dem gleichen Level. Der wesentliche Unterschied sind zwei Sachen. Das eine ist die XP und das andere ist die ATK. HP sind fast identisch, Dread Scales haben 707.000, Small Hundurs haben 784.000. Das sind 77.000 Unterschied, keine Frage, das ist nicht wenig. Es ist aber auch nicht die Welt. Und ansonsten ATK-mäßig 5.305 bis 5.496 von Dread Scale versus 8.344 bis 8.594. Man kann also sagen, pauschal basically einfach 3.000 mehr, was enorm ist. Das ist mehr als 50%. Und XP dafür, ja, ist absolut richtig. Die XP ist viel besser. Und zwar ungefähr 5-mal so viel. Man kriegt ungefähr 5-mal so viel, wenn man einen Small Hundur Sharpfoot tötet, versus einen normalen Dread Scale. Ja, was man mit diesen Daten anfängt, muss jeder für sich entscheiden, ob man das dann gut oder schlecht findet oder nicht. Wobei es hier gar nicht darum geht, XP versus ATK oder so, das ist gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Mir geht es jetzt eigentlich wirklich rein um den Schaden. Alle anderen Faktoren ausgeblendet. Und jetzt will ich das Ganze nochmal in-game zeigen, bevor wir uns die anderen Monster angucken. So, wir sind jetzt hier bei den Dread Scales, gucken uns mal an. Das ist leider mein niedrigster Char, ist jetzt leider nicht mehr ganz in dem Levelbereich, der ist jetzt auch schon ein bisschen zu hoch, aber man sieht es, glaube ich, ganz gut trotzdem, weil die Schadensreduktion für die Level ist jetzt nicht so gigantisch. Also ich würde sagen, wir gucken uns eher den Base Damage an, der liegt hier bei 2000, genau. Und dann würde ich sagen, direkt noch die Captain Lumenfin dazu. Da sind es 2900. Knapp 2900. Das eine war 2900 irgendwas, das andere war 2879. Ja, sagen wir 2,8. Ja gut, das war 2955. Ja gut, dann sagen wir einfach 2,9. Da müsste es passen mit 2,9. Ich weiß, Captain Lumenfin haben wir uns jetzt noch nicht in der Theorie angeguckt, das machen wir jetzt als nächstes. Dann sind wir jetzt hier bei den Small Hundur Sharpfoot. Da war quasi der Vergleichswert 2000. Jetzt blocke ich natürlich jeden Schlag. Ich wünschte, das wäre im echten Leben so, dass ich jeden... Ja, natürlich. Jo, alles klar, Bro. 4242. 72. Ich habe kein Element auf der Suit, by the way. Hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Also der Char hier ist basically nackt. Also der trägt auch nur einen Plug plus 10. Ganz normal Buffs, keine Power-Ups. Also der Char ist basically nackt eigentlich. Also ich meine, natürlich trägt er eine Rüstung, sonst wäre ich hier gewone-shot. Wenn die critten, würden sie ihn sonst one-shotten. Ja, aber der ist mehr oder weniger eigentlich nackt. Also wirklich so, wie es sein sollte. Einfach nur ganz normale Basiswerte. Auch keinerlei Blockrate. Deswegen verstehe ich nicht, wie der gerade 5 meine Row geblockt hat. Genau. Also mehr als das Doppelte. Und unser zweiter Vergleichsgegenstand sind die Captain Lumenfin gegen die Captain Hundur Sharpfoot. Da gehen wir dann gleich wieder zurück in Flypedia, um einfach diese Absurdität darzustellen vom reinen Schadensaspekt her. Oh, hoppla. Hier drüben
Greifen Sie mich an. 5282. Das ist tatsächlich ein bisschen weniger als die Hälfte. Das sind ja so 2300, knapp 2400. Ja, basically 2400 mehr Raw Damage. Dazu haben wir jetzt hier nochmal die Daten. Captain Lumenfin 165, 6151 bis 6321 ATK. Also gar nicht mal so viel mehr als ein Dread Scale. So 10-15% mehr als ein Dread Scale. Und hier haben wir 9100 bis 9400 von den Captain Hundor Sharpfoot. Gleiches Level. HP 777.000 versus 802.000. Die Captain Hundors haben sogar nur noch 25.000 mehr. Die HP-Differenz ist also gesunken tatsächlich zwischen dem Herneos-Monster auf 162 und dem Kylon-Monster auf 162. Da war sie wesentlich größer. Hier ist die Kluft der HP wesentlich kleiner, weshalb sich die Hundors hier auch immer noch extrem lohnen, XP-technisch. Geben die Captain Lumenfin auf 165 0,0006 und die Hundors geben ungefähr 5-mal so viel. Genau. Das heißt letztendlich, was haben wir gelernt? Nicht wirklich was Neues. Ich meine, das wussten wir alle, aber ich wollte es nochmal relativ neutral oder auch mit einem Vergleichsgegenstand einfach zeigen, wie heftig das ist, weil wie schon gesagt, ich fand, als der Herneos Dungeon neu war, und da habe ich auch schon Lippin-Set getragen, also auch schon PvE-Set, 150er-Set etc., fand ich den Schaden im Herneos Dungeon schon gut. Es war jetzt nicht zu viel, aber es war schon respekteinflößend, sodass du da nicht einfach durchrennst mit 5 Argos am Popo, weil die porten sich ja dann irgendwann durch Wände und so und du das einfach ignorieren kannst. Also wenn du da ungebufft quasi durchgelaufen bist, dann warst du einfach tot. Und zwar auch relativ schnell, da hast du nicht viele Argos für gebraucht. Und jetzt in Kylun, und das ist eigentlich das Relevante, die niedrigsten Monster in Kylun sind quasi schon fast doppelt so stark, also teilweise, je nachdem welchen Gegenstand du jetzt genau vergleichst, welches Monster du genau vergleichst, sind fast doppelt so stark bis doppelt so stark wie die vergleichsweise gleich hohen Monster in dem letzten Open-World-Gebiet, das quasi davor liegt. Und ich bin einfach der Meinung, und ich glaube, da sind noch ein paar andere Leute der Meinung, dass das einfach ein bisschen zu krass ist. Also ich meine, allein wenn man sich das anguckt, die höchsten Monster vorher 6000 ATK und die 9 Monster, die direkt auf dem gleichen Level sind, ja, sie geben mehr XP, aber das ist komplett separat davon, ne? Haben einfach 9000 ATK. Und warum das separat von den XP betrachtet werden muss, meiner persönlichen Meinung nach, ist einfach deswegen, weil, wenn zwei Werte wirklich miteinander irgendwo zusammenhängen sollten, meiner Meinung nach, ist das XP und HP. Je mehr HP ein Monster hat, desto mehr XP sollte es auch geben. Das heißt, wenn jetzt die Hundors theoretisch 4 Millionen HP hätten, dann würde es grundsätzlich mehr Sinn ergeben, dass sie 5-mal so viel XP geben wie ein Captain Lumenfin. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt will, dass die Captain Hundor weniger XP geben. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich will, dass sie weniger Schaden machen, sodass es mehr Sinn ergibt im Verhältnis zu dem Schaden, den du vorher in einem anderen Levelbereich bekommen hast. Also im Endeffekt, die XP haben mit diesem Vergleich gar nichts zu tun, weil die sind extrem gut, die sollen so bleiben. Es ist einfach so, dass Casual-Spieler, und man muss sich ja vorstellen, welche Spieler gehen bei Monstern Level 162, Small Hundor Sharpfoot, welche Spieler gehen bei diesen Monstern leveln. Das sind Spieler im Levelbereich 150 plus. Höchstwahrscheinlich 155 plus, mit 150 wirst du eher noch in Coral Island rumlaufen, auch wenn die XP extrem gut ist in Kylun. Trotzdem sind die Monster, wie gerade demonstriert, extrem stark. Das heißt, du wirst da jetzt wahrscheinlich eher nicht zu 12 Level höheren Monstern gehen. Das dürfte sich wenig rentieren. Also ich würde mal sagen, realistisch ist so um die 155 würden die meisten Leute wahrscheinlich switchen. Wer sehr gutes Equipment hat etc. switcht früher. Wer nicht so gutes Equipment hat, switcht wahrscheinlich eher ein bisschen später. Aber genau das ist halt der Punkt, weil ich habe das Gefühl, diese Zahlen wurden alle berechnet, davon ausgehend, dass du da mit perfektem Equipment hingehst, also wirklich maxed out, alles plus 10, überall Stats plus 4, Ultimate Schmuckset mit einer Necklace plus 5 und so weiter. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Open-World-Gebiet wirklich an den durchschnittlichen Spieler angepasst wurde, sondern man hat einfach probiert, die Monster so stark wie möglich zu machen, ohne dass man gar nicht mehr dort leveln kann. Und das erinnert mich sehr stark an damals FlyFPC, meine erste Erfahrung damals FlyFPC, als ich meinen ersten Charakter im 130-Plus-Bereich hatte. Da war das nämlich so ähnlich.
plötzlich waren die Monster einfach saumäßig stark und du hast nicht so wirklich verstanden, warum das jetzt so ist. Du hast sofort gedacht, hä? Ich habe bei den Monstern bis gerade eben, also in dem Fall wären das die Dreadscays, hatte ich keine Probleme. Sie waren stark, aber passt schon. Dann gehe ich zu den neuen Monstern und plötzlich prügeln die mich windelweich. Ich habe keine Chance, wenn 2 Mobs kommen. Meine M ist immer One-Shot tot. Und wenn ein Agro kommt, also wenn ich gegen ein Monster kämpfe und währenddessen spawnt ein Agro, muss ich weglaufen, weil sonst bin ich auch tot, weil ich überlebe keine 2 Hits, beziehungsweise ich überlebe keinen Crit und einen Hit. So ungefähr. Und das war bei FlyFPC damals auch so. Ich bin ins 130-Plus-Bereich gegangen, hatte 15.000 HP, was für die normalen Levelbereiche damals absolut ausreichend war. Bin in das 130-Plus-Gebiet gegangen und plötzlich wurde ich gewone-shottet. Mit 15.000, was damals ultra viel HP war. Also dachte ich bis zu dem Zeitpunkt. Und es war eigentlich auch so. Also bis zu dem Zeitpunkt halt. Und plötzlich wurde ich komplett aus dem Leben genommen. Und das erinnert mich genau daran. Und ich weiß nicht, warum sie das zurückgebracht haben in Fly Universe, ehrlich gesagt. Ich sage nicht, dass Kylun nicht die Monster stärker sein sollten, vor allem auch in dem Aspekt, ja, sie geben mehr XP. Aber es sollte halt nicht auf einen Schlag einfach 30 bis 50% sein. Es sollten auf einen Schlag 10% vielleicht sein, dass man den Leuten sagt, ja, hey, guck mal, das ist jetzt schon Next Level. Aber 10%, wenn du zum Beispiel 2000 Schaden bekommst, dann sind das 2200 Schaden. Ja gut, das macht jetzt keinen wirklichen Unterschied. 2000 versus 4200. Ja, das macht schon einen Unterschied und das ist ja nicht mal gecrittet. Das ist ein Monster, das nicht crittet. Das heißt, sobald 2 Monster kommen, ist der Durchschnittsspieler tot. Das ist Wahnsinn. Also das ist so unverhältnismäßig. Und wie gesagt, hat dann mit den XP auch eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil es muss ja einfach überhaupt möglich sein, für den durchschnittlichen Spieler dort leveln zu können, ohne dass der einfach, wie gesagt, komplett aus dem Leben geholt wird. Von den niedrigsten Monstern. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich sage ja nicht, dass Hellhounds so schwach sein sollten. Ich sage, dass keine Monster schwach sein sollten. Ich sage einfach, dass es keinen Sinn ergibt, die ersten Monster schon so krass zu power-upen und alle anderen Monster steigt er dann einfach genauso weiter. Es ist ja nicht so, dass jetzt die hier 8,3 haben und dann die nächsten haben 8,4 und dann 8,5 und dann 8,6, dass du sagst, okay, sie sind auf einen Schlag viel stärker, aber dann ist der Anstieg wieder minimal. Nee, die hier haben 8,3 bis 8,5, die nächsten haben 8,6 bis 8,9 und die wieder nächsten haben 9,1 bis 9,4. Das heißt, allein in diesen 3 Leveln, 162 bis 165, steigt der Damage schon wieder um über 10% an. Das ist sogar die gleiche Monstergruppe. Du vergleichst Captain Hundor Sharpfoot mit Small Hundor Sharpfoot. Allein in dem Bereich steigt die ATK von den Viechern um über 10%. Oder um ziemlich genau 10% TBH. Das ist Wahnsinn. Innerhalb von 3 Leveln. Also du hast erst diesen absoluten Cut von normaler Damage bis ultra hoher Damage. Und dieser ultra hohe Damage erhöht sich innerhalb von 3 Leveln nochmal um 10%, obwohl du in dieser Zeit auch überhaupt kein neues Equipment erlangen kannst. Weil das nächste Argument wäre ja gut, aber das neue Levelgebiet ist ja auf das neue Equipment ausgelegt. Schwachsinn. Das neue Equipment ist für Level 175 und 180. Ja, man kann Reduction Scrolls benutzen, aber das Game sollte ja nicht darauf ausgerichtet sein, ja gut, da gibt's neues Equipment, aber es ist natürlich so, dass es auf jeden Fall Reduction, also wenn es so wäre, dann ganz ehrlich hätten sie es für 165 und 170 machen sollen, weil das ist ja auch wieder ein Schlag in die Fresse für jeden Durchschnittsspieler, muss erstmal 4000 F-Coin ausgeben, um dir neues Equipment zu holen und ganz ehrlich, einfach nur neues Equipment ändert auch nicht viel dran, dann kriegst du halt statt 4200, kriegst du halt 3900 Schaden, wow, das ist immer noch viel zu viel. Mal ganz davon abgesehen, dass die neuen Sets schweineteuer sind und sie sich der Durchschnittsspieler sowieso nicht leisten kann. Also es ist Wahnsinn. Also ich finde, es ist richtig, richtig brutal und absolut nicht in Ordnung. Weil das hier sind die niedrigen Monster. Wie gesagt, du könntest theoretisch, wenn die XP nicht so grottenschlecht wären, einfach weiter in Herneos leveln. Wobei ich behaupte, dann dank der Quest-Items und da man da echt viel Geld verdienen kann, lohnt es sich trotzdem mehr in Herneos zu leveln, weil Geld ist wichtiger als XP. Aber das ist halt wieder so ein anderer Faktor. Der hat jetzt auch wieder nichts damit zu tun, grundsätzlich. Aber dieses grundsätzliche Konzept davon, dass Kylun-Monster so ultra stark sind, finde ich, ist einfach falsch. Wenn, dann müsste es langsam ansteigen, sodass man sich langsam daran gewöhnen kann. Und von mir aus die Monster ab 180 oder sagen wir 175, dass da vielleicht ein kleiner Cut ist. Müsst ihr jetzt kurz gucken. Zum Beispiel hier. Canonicus und Captain Canonicus. Also Canonicus wären die ersten Monster auf 175, dass du sagst, okay, das sind die letzten Monster, die noch in Anführungszeichen ein bisschen schwächer sind. Und dann machen wir einen kleinen Cut von zum Beispiel
10% oder, ja doch 10%, mehr eigentlich nicht. Und das haben sie dann wiederum nicht gemacht. Also Canonicus und Captain Canonicus sind tatsächlich relativ nah beieinander. Die sind 12 bis 12,2 die normalen und 2 Level höher sind es 12,4 bis 12,7. Das in Anführungszeichen geht noch, wobei das auch wieder crazy ist, weil es wirklich nur 2 Level-Ups sind. Also 176, 177 und in der Zeit steigt der Schaden auch schon wieder um ca. 400, 500. Was auch schon wieder Wahnsinn ist eigentlich, TBH. Wenn man bedenkt, dass die Ausgangsposition ja sowieso schon so crazy war. Und es geht da immer weiter. Also es ist echt, finde ich persönlich, einfach zu hardcore. Und ja, ganz ehrlich, man kann es auf einen einzigen Faktor zurückführen. Sie haben nach dem PTS oder am Ende vom PTS einfach so aus dem Nichts plötzlich die ATK-Werte der Monster oder den Schaden der Monster um 30% erhöht. Und genau diese 30% sind jetzt das, was so heftig nervt. Weil wenn du überall jetzt 30% abziehen würdest, bei den Hundurs etc., dann würdest du auf genau das kommen, was ich mir persönlich wünschen würde. Ja, sie sind stärker, aber es geht. Ja, dann wären wir nämlich hier irgendwo bei irgendwas im 6000er-Bereich. Kommt drauf an, wie genau sie diese 30% berechnet haben. Aber dann wären wir ungefähr im 6000-Bereich, knapp 7000-Bereich. Und das wäre so ein gutes Mittelfeld zwischen dem, was wir jetzt haben und zwischen dem, was davor kommt. Ja, dann wären wir ungefähr genau in der Mitte davon. Und das wäre gut. Und davon ausgehend kann man dann ja hoch skalieren. Die XP sollte man meiner Meinung nach gar nicht anrühren. Wie gesagt, die XP sind absolut fein. Wenn überhaupt, sollte man Herneos vielleicht ein bisschen buffen. Aber gut, Herneos hat einen Sonderstatus mit den Kreton-Questies. Und es ist kein richtiges Level-Area, kein richtiges Open-World-Area, wie ich es vorhin auch schon probiert habe, so ein bisschen zu sagen. Es hat so ein bisschen diese Sonderstellung, was ja eigentlich ein Dungeon ist, etc. Schon klar. Aber trotzdem ist das einfach meiner Meinung nach so nicht richtig. Und da muss man halt auch dazu sagen, was ist die Open-World eigentlich? Weil jetzt kommen dann Leute vielleicht mit Endgame-Content-Argumenten und so, aber Open-World-Leveln, das ist doch kein Endgame-Content. Das ist der stumpfe Grind-Content, der eigentlich im Big Picture relativ irrelevant ist, weil wir kennen das ja alle. Du levelst die ersten Wochen oder Monate nach dem Update, dann bist du Maximallevel und dann levelst du literally 1-2 Jahre gar nicht mehr, bis zum nächsten Update. So relevant ist das. Ist also ultra schwer zu machen, damit Casual ist, da übelst am Struggeln sind und die Leute, die richtig krasses Equipment haben, denen ist es relativ egal. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt einfach keinen Sinn, weil das einfach nur gegen Free-to-Play-Spieler ist und gegen Durchschnittsspieler, gegen Casual ist, gegen alle, die halt nicht so viel Geld haben, die alle gegen die keine Reductions benutzen, die sich nicht sofort das neue Equipment leisten können. Gegen all diese hat man diese Änderung gefühlt beschlossen und das ist, finde ich, einfach nicht cool. Das sollte so meiner Meinung nach nicht sein. Ja, ich denke, ich habe meinen Standpunkt deutlich gemacht. Das waren jetzt nochmal die Daten zu dem, was ihr täglich im Stream seht, wenn ich von... Also noch ein Abschlusspunkt vielleicht noch. Ich sterbe täglich bei den Dailies, ja. Ich meine, gut, ich bin einfach schlecht, kann man auch sagen, keine Frage. Wäre definitiv nicht falsch. Wobei manchmal sind es auch wirklich Portbugs, die sind ultra nervig momentan, die Portbugs, wo man für eine halbe Sekunde oder eine Sekunde nicht casten kann. Sicherlich kommt das auch dazu. Aber es ist wirklich brutal. Ich bin teilweise 10 Level über den Monstern, mache einen Mikrofehler, wo ich wirklich mal zu viele Monster kurz tanke. Aber da reden wir jetzt nicht von gleich 50 oder so, sondern von so 10, 15. Und ich sterbe einfach, weil mir Monster, die 10 Level unter mir sind, immer noch über 1000 Schaden machen, was krank ist. Ja? Also ich gehe da mit 174 zu 162er Monstern und weiß, wenn ich nur eine Sekunde zu lang stehen bleibe oder wenn ich mich an der Nase kratze oder wenn ich einen Portbug habe, bin ich trotzdem tot? Das ist Wahnsinn. Im Tower oder so wäre das nur so, wenn alle Monster auf einen Schlag auf dich draufgehen oder du nicht gebufft bist oder so. Normalerweise würde das nie passieren und hier sind die Monster so brutal stark, dass selbst wenn du eine Damage Reduction von über 50% hast, die dich immer noch easy killen können, weil ihr Base Damage und ihre Base ATK so unfassbar hoch sind, dass es einfach jenseits von Gut und Böse ist. Also es ist echt einfach brutal. Danke euch fürs Zuschauen. Wie immer, checkt out die Links in der Videobeschreibung. Tägliche Livestreams auf Twitch. Und damit sehen wir uns im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis dahin noch rein, macht's gut und ciao, ciao. Achso, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe gerade gesehen, die Flivepedia HP-Werte sind hier tatsächlich noch nicht ganz aktuell. Die HP-Änderung ist hier noch nicht mit drin. Aber Captain Hundor Sharpfoot haben tatsächlich 807.000
und im Wiki haben sie 8 nach 2000. Das ist also fast kein Unterschied. Also glücklicherweise habe ich es jetzt bei Monstern verglichen, die so gut wie keine HP haben. Deswegen spielt das hier keine Rolle und wir haben uns ja eigentlich nicht die HP angeguckt, sondern die ATK haben wir uns angeguckt. Deswegen ist das jetzt relativ egal. Aber wie gesagt, wir haben es ja deswegen extra in-game getestet, damit man da immer noch den Vergleich hat zwischen Theorie und Praxis. Und genau, wollte ich nur noch kurz darauf hinweisen, was mir gerade eingefallen ist. Stimmen die HP-Werte überhaupt? Aber wie gesagt, ist eigentlich relativ egal, weil die sind ja nicht wirklich relevant. Es geht um den Damage und nicht um die HP.